Begrüßung und erster Eindruck. Guten Tag, Frau Müller. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Haben Sie gut zu uns gefunden? Ja, danke. Der Weg war sehr einfach. Möchten Sie zuerst etwas trinken? Ein Glas Wasser wäre sehr nett, danke. Dann beginnen wir ganz in Ruhe. Sehr gern. Ich bin bereit. Sind Sie ein bisschen nervös? Ein bisschen, aber das ist normal. Das ist völlig in Ordnung. Danke, das beruhigt mich. Haben Sie heute genug Zeit mitgebracht? Ja, ich habe mir den Vormittag freigehalten. Sehr gut. Wir sprechen heute über die Stelle. Das klingt gut. Ich freue mich darauf. Danach können Sie auch Fragen stellen. Sehr gern. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Was ist Ihnen am Anfang wichtig? Ich möchte die Aufgaben gut verstehen. Das bekommen wir heute sicher hin. Das freut mich. Haben Sie sich über uns informiert? Ja, ich habe Ihre Webseite gelesen. Was war Ihr erster Eindruck? Das Unternehmen wirkt freundlich und gut organisiert. Dann steigen wir jetzt ein. Sehr gern. Noch einmal willkommen, Frau Müller. Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. Sich kurz vorstellen. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Gern. Mein Name ist Mia Müller. Wo wohnen Sie im Moment? Ich wohne zurzeit in Köln. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite im Moment im Kundenservice. Wie lange machen Sie das schon? Ich arbeite dort seit 3 Jahren. Was sind Ihre wichtigsten Aufgaben? Ich berate Kunden und löse einfache Probleme. Was gefällt Ihnen daran? Ich mag den Kontakt mit Menschen. Was fällt Ihnen manchmal schwer? An sehr vollen Tagen muss ich ruhig bleiben. Können Sie gut damit umgehen? Ja, meistens hilft mir eine klare Struktur. Arbeiten Sie lieber allein oder im Team? Ich arbeite gern im Team. Können Sie auch selbstständig arbeiten? Ja, das ist für mich wichtig. Wie würden Sie sich beschreiben? Ich bin freundlich, zuverlässig und lernbereit. Was ist Ihnen bei der Arbeit wichtig? Ein gutes Team und klare Aufgaben. Was möchten Sie in Zukunft erreichen? Ich möchte mich weiterentwickeln. Warum suchen Sie eine neue Stelle? Ich möchte neue Erfahrungen sammeln. Danke für die kurze Vorstellung. Sehr gern. Berufserfahrung erklären. Welche Berufserfahrung bringen Sie mit? Ich habe mehrere Jahre mit Kunden gearbeitet. In welchem Bereich war das genau? Vor allem im Service und in der Beratung. Was gehörte zu Ihren Aufgaben? Ich habe Fragen beantwortet und Termine organisiert. Hatten Sie auch Verantwortung? Ja, für bestimmte Abläufe im Team. Können Sie ein Beispiel nennen? Ich habe neue Kollegen eingearbeitet. Was war dabei wichtig? Geduld und klare Erklärungen. Haben Sie mit Beschwerden gearbeitet?
Ja, das kam regelmäßig vor. Wie reagieren Sie auf Beschwerden? Ich höre zu und bleibe sachlich. Was war ein schwieriger Moment? Ein Kunde war sehr unzufrieden. Wie haben Sie reagiert? Ich blieb ruhig und suchte eine Lösung. Was haben Sie daraus gelernt? Ruhige Kommunikation hilft sehr viel. Welche Erfahrung passt zu unserer Stelle? Der direkte Kontakt mit Menschen passt gut. Können Sie neue Abläufe schnell lernen? Ja, wenn ich eine gute Einführung bekomme. Was ist Ihre größte praktische Stärke? Ich arbeite zuverlässig und genau. Das klingt nach guter Erfahrung. Danke, ich bringe Sie gern ein. Stärken und Schwächen. Was sind Ihre wichtigsten Stärken? Ich bin zuverlässig, freundlich und gut organisiert. Können Sie das kurz erklären? Ich halte Termine ein und arbeite sorgfältig. Wie gehen Sie mit Fehlern um? Ich spreche sie an und korrigiere sie. Was ist eine Schwäche von Ihnen? Ich frage manchmal lieber einmal zu viel nach. Warum sehen Sie das als Schwäche? Manchmal möchte ich zu sicher sein. Wie arbeiten Sie daran? Ich versuche, schneller Entscheidungen zu treffen. Was sagen Kollegen über Sie? Sie sagen, dass ich ruhig und hilfsbereit bin. Wie reagieren Sie auf Kritik? Ich höre zu und nehme sie ernst. Fällt Ihnen Kritik schwer? Nicht immer, aber ich will daraus lernen. Wie bleiben Sie motiviert? Ich brauche klare Ziele und kleine Fortschritte. Was können Sie besonders gut? Ich kann gut mit Menschen sprechen. Was möchten Sie noch verbessern? Ich möchte fachlich sicherer werden. Sind Sie offen für Schulungen? Ja, sehr gern. Was ist Ihnen im Team wichtig? Respekt, Hilfe und klare Kommunikation. Danke, das war ehrlich. Danke, Ehrlichkeit ist mir wichtig. Warum diese Stelle? Warum interessieren Sie sich für diese Stelle? Die Aufgaben passen gut zu meinen Stärken. Was gefällt Ihnen an der Anzeige? Die Mischung aus Kontakt und Organisation. Warum möchten Sie wechseln? Ich suche neue Aufgaben und mehr Entwicklung. Was erwarten Sie von der Stelle? Klare Aufgaben und ein gutes Team. Was können Sie uns bieten? Zuverlässigkeit, Erfahrung und Lernbereitschaft. Warum sollten wir Sie einstellen? Weil ich motiviert bin und gut lernen kann. Was unterscheidet Sie von anderen Bewerbern? Ich bleibe auch bei Stress ruhig. Welche Aufgaben würden Ihnen liegen? Kundenkontakt und strukturierte Abläufe. Gibt es Aufgaben, die neu für Sie wären? Ja, einige interne Prozesse müsste ich lernen. Wäre das ein Problem für Sie? Nein, ich lerne gern dazu. Was wäre Ihnen am Anfang wichtig? Eine gute Einarbeitung und feste Ansprechpartner. Wie lange möchten Sie bei uns bleiben? Ich suche eine langfristige Stelle. Was möchten Sie langfristig erreichen? Ich möchte sicherer werden und Verantwortung übernehmen.
Passt diese Stelle zu diesem Ziel? Ja, genau deshalb bewerbe ich mich. Danke, das war sehr klar. Danke, ich freue mich über die Möglichkeit. Warum dieses Unternehmen? Warum haben Sie sich bei uns beworben? Ihr Unternehmen macht einen sehr stabilen Eindruck. Was wissen Sie über uns? Sie sind in der Region bekannt und wachsen weiter. Was gefällt Ihnen an uns? Die Verbindung aus Erfahrung und modernen Abläufen. Haben Sie unsere Webseite angesehen? Ja, besonders die Informationen über das Team. Was war für Sie interessant? Dass Weiterbildung bei Ihnen wichtig ist. Warum ist Ihnen Weiterbildung wichtig? Ich möchte fachlich besser werden. Kennen Sie unsere Produkte oder Leistungen? Ja, ich habe mich darüber informiert. Was passt daran zu Ihnen? Ich mag praktische Arbeit mit klarem Nutzen. Was erwarten Sie von uns als Arbeitgeber? Fairness, klare Kommunikation und gute Organisation. Was ist Ihnen weniger wichtig? Ein perfekter Titel ist mir nicht so wichtig. Was ist Ihnen wichtiger? Ein gutes Arbeitsumfeld und ehrliche Zusammenarbeit. Warum glauben Sie, dass Sie zu uns passen? Ich arbeite ruhig und zuverlässig. Wie würden Sie sich einbringen? Ich würde schnell lernen und das Team unterstützen. Haben Sie noch offene Fragen zu uns? Ja, später würde ich gern mehr zum Team fragen. Sehr gut. Darauf kommen wir zurück. Danke, das finde ich hilfreich. Motivation und Arbeitsweise. Was motiviert Sie bei der Arbeit? Ich mag es, wenn ich Fortschritte sehe. Was gibt Ihnen ein gutes Gefühl? Wenn eine Aufgabe sauber erledigt ist. Wie planen Sie Ihren Arbeitstag? Ich mache mir eine klare Reihenfolge. Was tun Sie bei vielen Aufgaben? Ich setze Prioritäten und bleibe ruhig. Arbeiten Sie lieber schnell oder genau? Am besten genau, aber trotzdem zügig. Wie gehen Sie mit neuen Aufgaben um? Ich höre zu, frage nach und übe. Brauchen Sie viel Anleitung? Am Anfang ja, danach arbeite ich selbstständig. Wie wichtig ist Pünktlichkeit für Sie? Sehr wichtig, besonders im Team. Was machen Sie bei Problemen? Ich spreche sie früh an. Können Sie Verantwortung übernehmen? Ja, wenn die Aufgabe klar ist. Wie reagieren Sie auf Änderungen? Ich brauche kurz Orientierung, dann passe ich mich an. Was hilft Ihnen beim Lernen? Praktische Beispiele helfen mir am meisten. Wie bleiben Sie konzentriert? Ich teile größere Aufgaben in kleine Schritte. Was erwarten Sie von Ihrem Vorgesetzten? Klare Rückmeldung und faire Kommunikation. Das passt gut zu unserer Arbeitsweise. Das freut mich zu hören. Tierarbeit und Konflikte. Wie wichtig ist Teamarbeit für Sie? Sehr wichtig, weil man sich gegenseitig hilft. Welche Rolle übernehmen Sie im Team? Ich unterstütze gern und bleibe ruhig. Sprechen Sie Probleme direkt an? Ja, aber immer respektvoll. Hatten Sie schon Konflikte im Team? Ja, kleinere Konflikte gibt es überall. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe das Gespräch gesucht. Was ist Ihnen dabei wichtig? Dass man sachlich bleibt und zuhört. Können Sie Kritik annehmen? Ja, wenn sie fair gesagt wird. Können Sie auch Kritik geben? Ja, aber freundlich und konkret. Wie reagieren Sie auf schwierige Kollegen? Ich bleibe professionell und ruhig. Was tun Sie, wenn jemand nicht hilft? Ich spreche es an oder frage die Leitung. Was macht ein gutes Team aus? Vertrauen, klare Aufgaben und Respekt. Wie helfen Sie neuen Kollegen? Ich erkläre Abläufe Schritt für Schritt. Was tun Sie bei Missverständnissen? Ich kläre sie so schnell wie möglich. Arbeiten Sie gern mit vielen Menschen? Ja, wenn die Stimmung respektvoll ist. Danke, das ist ein wichtiger Punkt. Gern, Teamarbeit ist mir wirklich wichtig. Stress und schwierige Situationen. Wie gehen Sie mit Stress um? Ich bleibe ruhig und arbeite Schritt für Schritt. Was stresst Sie besonders? Wenn viele Dinge gleichzeitig passieren. Was hilft Ihnen dann? Eine klare Reihenfolge hilft mir sehr. Können Sie unter Zeitdruck arbeiten? Ja, wenn die Aufgaben klar sind. Was machen Sie bei einem Fehler? Ich sage Bescheid und korrigiere ihn. Verstecken Sie Fehler manchmal? Nein, das macht Probleme nur größer. Wie reagieren Sie auf unfreundliche Kunden? Ich bleibe höflich und sachlich. Was tun Sie, wenn jemand laut wird? Ich spreche ruhig und höre zu. Wann holen Sie Hilfe? Wenn ich allein nicht weiterkomme. Ist das für Sie unangenehm? Nein, Hilfe holen ist manchmal richtig. Wie erholen Sie sich nach Stress? Ich atme kurz durch und ordne meine Gedanken. Können Sie nach Kritik weiterarbeiten? Ja, ich versuche daraus zu lernen. Was war Ihre schwerste Arbeitssituation? Ein sehr voller Tag mit vielen Beschwerden. Was haben Sie dort gelernt? Gute Planung verhindert viele Fehler. Das ist eine gute Einstellung. Danke, sie hat mir oft geholfen. Eigene Fragen stellen. Haben Sie Fragen an uns? Ja, ich würde gern mehr über das Team erfahren. Was möchten Sie genau wissen? Wie groß ist das Team in dieser Abteilung? Wir arbeiten mit 8 Personen. Das klingt nach einer guten Größe. Möchten Sie etwas zu den Aufgaben fragen? Ja, wie sieht ein normaler Arbeitstag aus? Der Tag beginnt meist mit einer kurzen Besprechung. Das finde ich sehr hilfreich. Haben Sie Fragen zur Einarbeitung? Ja, wie lange dauert die Einarbeitung ungefähr? Meistens etwa 2 bis 4 Wochen. Das klingt gut. Möchten Sie etwas zur Arbeitszeit wissen? Ja, gibt es feste oder wechselnde Zeiten? Die Zeiten wechseln manchmal leicht. Damit kann ich umgehen. Haben Sie Fragen zur Weiterbildung? Ja, gibt es später Schulungen? Ja, wir bieten regelmäßig Schulungen an. Das ist mir wichtig. Gibt es noch etwas?
Ja, wie läuft der nächste Schritt ab? Wir melden uns in wenigen Tagen. Vielen Dank für die Information. Ihre Fragen waren gut vorbereitet. Danke, ich wollte mich gut informieren. Das macht einen guten Eindruck. Das freut mich sehr. Bewerbung im Café. Warum möchten Sie in unserem Café arbeiten? Ich mag den Kontakt mit Gästen. Haben Sie schon im Café gearbeitet? Ja, ich habe in einem kleinen Café geholfen. Welche Aufgaben hatten Sie dort? Ich habe Bestellungen aufgenommen und Kaffee serviert. Können Sie mit Stress am Morgen umgehen? Ja, morgens muss man gut organisiert sein. Wie gehen Sie mit wartenden Gästen um? Ich bleibe freundlich und arbeite zügig. Können Sie eine Kasse bedienen? Ja, einfache Kassensysteme kenne ich. Kennen Sie verschiedene Kaffeespezialitäten? Einige, und ich lerne gern mehr dazu. Können Sie sauber und ordentlich arbeiten? Ja, Hygiene ist in einem Café sehr wichtig. Wie reagieren Sie auf Beschwerden? Ich höre zu und suche eine schnelle Lösung. Können Sie am Wochenende arbeiten? Ja, das ist für mich möglich. Was ist Ihnen im Service wichtig? Freundlichkeit und Aufmerksamkeit. Können Sie auch Tische vorbereiten? Ja, das habe ich schon gemacht. Sind Sie morgens pünktlich? Ja, auf Pünktlichkeit achte ich sehr. Warum passen Sie zu unserem Café? Ich bin freundlich, ruhig und arbeite gern mit Menschen. Das klingt sehr passend. Danke, das Café gefällt mir wirklich gut. Bewerbung im Restaurant. Haben Sie Erfahrung im Restaurant? Ja, ich habe schon im Service gearbeitet. Welche Aufgaben kennen Sie? Gäste begrüßen, Bestellungen aufnehmen und servieren. Können Sie mehrere Tische gleichzeitig betreuen? Ja, mit guter Übersicht klappt das. Wie bleiben Sie bei Stress freundlich? Ich konzentriere mich auf den nächsten Schritt. Kennen Sie die Arbeit mit Reservierungen? Ja, einfache Reservierungen habe ich angenommen. Können Sie mit der Küche kommunizieren? Ja, klare Kommunikation ist sehr wichtig. Was machen Sie bei einer falschen Bestellung? Ich entschuldige mich und kläre es sofort. Können Sie Getränke empfehlen? Ja, wenn ich die Karte gut kenne. Wären Sie bereit, die Karte zu lernen? Ja, natürlich. Wie gehen Sie mit Trinkgeld um? Ehrlich und nach den Regeln des Hauses. Können Sie abends arbeiten? Ja, das passt für mich. Können Sie auch an Feiertagen arbeiten? Nach Absprache ja. Was ist guter Service für Sie? Aufmerksam sein, ohne aufdringlich zu wirken. Warum möchten Sie hier arbeiten? Das Restaurant wirkt professionell und herzlich. Danke, Frau Müller. Sehr gern. Bewerbung im Hotel. Warum bewerben Sie sich im Hotel? Ich mag Service und internationale Gäste. Haben Sie Erfahrung an der Rezeption? Ein wenig, aber ich möchte mehr lernen. Können Sie Gäste freundlich empfangen? Ja, das mache ich sehr gern.
Wie gehen Sie mit Beschwerden um? Ich bleibe ruhig und suche eine Lösung. Sprechen Sie Fremdsprachen? Ja, ich spreche Englisch und etwas Spanisch. Können Sie mit Buchungen arbeiten? Grundlagen kenne ich, mehr lerne ich gern. Sind Schichten für Sie möglich? Ja, wenn die Zeiten rechtzeitig geplant sind. Können Sie auch am Wochenende arbeiten? Ja, das ist im Hotel normal. Was ist Ihnen bei Gästen wichtig? Dass sie sich willkommen fühlen. Wie reagieren Sie auf müde oder gestresste Gäste? Ich bleibe geduldig und höflich. Können Sie diskret arbeiten? Ja, Diskretion ist sehr wichtig. Wie gehen Sie mit Fehlern bei Buchungen um? Ich melde sie sofort und suche Hilfe. Warum passen Sie in unser Hotel? Ich bin freundlich und lerne schnell. Was möchten Sie bei uns lernen? Ich möchte sicherer an der Rezeption werden. Das ist ein gutes Ziel. Danke, ich bin sehr motiviert. Bewerbung im Supermarkt. Warum möchten Sie im Supermarkt arbeiten? Ich mag praktische Arbeit und Kundenkontakt. Haben Sie Erfahrung im Einzelhandel? Ja, ich habe schon im Verkauf gearbeitet. Können Sie Regale auffüllen? Ja, das habe ich regelmäßig gemacht. Kennen Sie die Arbeit an der Kasse? Ja, einfache Kassensysteme kenne ich. Wie wichtig ist Ordnung für Sie? Sehr wichtig, besonders im Laden. Können Sie schwere Waren tragen? Ja, in normalem Umfang ist das möglich. Wie reagieren Sie auf Kundenfragen? Ich helfe freundlich oder frage Kollegen. Können Sie frühmorgens arbeiten? Ja, das ist für mich möglich. Können Sie auch samstags arbeiten? Ja, nach Plan ist das kein Problem. Was machen Sie bei langen Schlangen? Ich bleibe ruhig und arbeite zügig. Wie gehen Sie mit Preisfehlern um? Ich prüfe es und frage bei Bedarf nach. Können Sie sauber arbeiten? Ja, Sauberkeit gehört dazu. Was ist Ihre Stärke im Supermarkt? Ich arbeite zuverlässig und sehe Aufgaben. Warum sollten wir Sie einstellen? Weil ich freundlich bin und anpacken kann. Das klingt gut für den Einstieg. Danke, ich würde gern bei Ihnen anfangen. Bewerbung im Verkauf. Warum interessiert Sie der Verkauf? Ich spreche gern mit Kunden. Was ist gute Beratung für Sie? Zuhören und passende Lösungen anbieten. Haben Sie schon verkauft? Ja, ich habe Kunden im Laden beraten. Wie begrüßen Sie Kunden? Freundlich, aber nicht aufdringlich. Was tun Sie, wenn ein Kunde unsicher ist? Ich stelle Fragen und erkläre ruhig. Können Sie Produkte gut erklären? Ja, wenn ich sie vorher gut kenne. Sind Sie bereit, unser Sortiment zu lernen? Ja, sehr gern. Wie gehen Sie mit Reklamationen um? Ich bleibe höflich und prüfe die Möglichkeiten. Was machen Sie bei schwierigen Kunden? Ich bleibe sachlich und respektvoll. Können Sie Verkaufsziele akzeptieren? Ja,
wenn sie realistisch sind. Arbeiten Sie gern mit Zahlen? Ja, einfache Zahlen sind kein Problem. Können Sie Ware präsentieren? Ja, Ordnung und Übersicht sind wichtig. Was macht Sie im Verkauf stark? Ich bin geduldig und höre gut zu. Warum passen Sie zu unserem Geschäft? Ich mag den Stil und die Produkte. Danke, Frau Müller. Danke für das Gespräch. Bewerbung im Büro. Warum möchten Sie im Büro arbeiten? Ich mag Organisation und klare Abläufe. Welche Büroaufgaben kennen Sie? E-Mails, Termine, Listen und einfache Dokumente. Können Sie gut mit dem Computer arbeiten? Ja, mit den wichtigsten Programmen. Wie organisieren Sie Ihre Aufgaben? Ich arbeite mit Listen und Prioritäten. Können Sie telefonieren? Ja, freundlich und sachlich. Wie schreiben Sie E-Mails? Kurz, klar und höflich. Können Sie vertrauliche Daten behandeln? Ja, damit gehe ich sehr sorgfältig um. Was tun Sie bei vielen E-Mails? Ich sortiere nach Wichtigkeit. Können Sie Termine koordinieren? Ja, das habe ich schon gemacht. Arbeiten Sie genau? Ja, Genauigkeit ist mir sehr wichtig. Wie gehen Sie mit Routineaufgaben um? Ich erledige sie zuverlässig. Können Sie neue Programme lernen? Ja, wenn ich etwas Zeit zum Üben habe. Was ist Ihre Stärke im Büro? Ich behalte gern den Überblick. Warum passen Sie zu unserem Team? Ich bin ruhig, freundlich und strukturiert. Das klingt nach guter Vorbereitung. Danke, ich habe mich gut informiert. Bewerbung im Lager. Warum möchten Sie im Lager arbeiten? Ich mag praktische und klare Arbeit. Haben Sie Erfahrung im Lager? Ein wenig, aber ich lerne schnell. Welche Aufgaben kennen Sie? Waren annehmen, sortieren und kontrollieren. Können Sie körperlich arbeiten? Ja, das ist für mich in Ordnung. Kennen Sie Sicherheitsregeln? Ja, Sicherheit ist sehr wichtig. Können Sie genau zählen und prüfen? Ja, dabei arbeite ich sorgfältig. Wie gehen Sie mit Fehlern um? Ich melde sie sofort. Können Sie mit Scannern arbeiten? Ich kenne einfache Scanner und lerne gern mehr. Sind frühe Arbeitszeiten möglich? Ja, das passt für mich. Können Sie im Team arbeiten? Ja, gerade im Lager ist das wichtig. Was tun Sie bei Zeitdruck? Ich bleibe ruhig und arbeite Schritt für Schritt. Können Sie Ordnung halten? Ja, Ordnung spart viel Zeit. Was ist Ihre Stärke im Lager? Ich bin zuverlässig und packe mit an. Warum sollten wir Sie einstellen? Weil ich motiviert bin und praktisch arbeite. Das ist für uns wichtig. Das freut mich. Bewerbung in der Produktion. Warum interessiert Sie die Produktion? Ich mag klare Abläufe und praktische Arbeit.
Haben Sie Produktionserfahrung? Ja, ich habe schon an Maschinen gearbeitet. Welche Aufgaben kennen Sie? Kontrolle, Verpackung und einfache Bedienung. Können Sie nach Anweisungen arbeiten? Ja, sehr gut. Wie wichtig ist Qualität für Sie? Sehr wichtig. Fehler kosten Zeit. Können Sie wiederholende Aufgaben machen? Ja, wenn ich konzentriert bleibe. Wie bleiben Sie aufmerksam? Ich mache die Arbeit ruhig und genau. Kennen Sie Schichtarbeit? Ja, ich habe schon in Schichten gearbeitet. Ist Lärm für Sie ein Problem? Nein, mit Schutz geht das. Kennen Sie Sicherheitskleidung? Ja, Sicherheitsschuhe und Schutzbrille kenne ich. Was machen Sie bei einer Störung? Ich stoppe und informiere den Vorgesetzten. Können Sie mit Kollegen eng zusammenarbeiten? Ja, Absprache ist wichtig. Was ist Ihre Stärke in der Produktion? Ich arbeite zuverlässig und konzentriert. Warum möchten Sie zu uns? Die Stelle klingt stabil und praktisch. Danke für Ihre Antworten. Gern, ich freue mich über die Chance. Bewerbung auf der Baustelle. Warum möchten Sie auf der Baustelle arbeiten? Ich mag praktische Arbeit und Bewegung. Haben Sie Erfahrung auf Baustellen? Ja, ich habe schon auf Baustellen geholfen. Welche Arbeiten kennen Sie? Material tragen, vorbereiten und sauber machen. Können Sie körperlich arbeiten? Ja, das ist für mich kein Problem. Kennen Sie Sicherheitsregeln? Ja, Helm und Sicherheitsschuhe sind wichtig. Wie gehen Sie mit Anweisungen um? Ich höre genau zu und frage nach. Können Sie pünktlich früh anfangen? Ja, frühe Zeiten passen für mich. Arbeiten Sie gern draußen? Ja, auch bei wechselndem Wetter. Was tun Sie bei Gefahr? Ich stoppe und sage sofort Bescheid. Können Sie im Team arbeiten? Ja, auf der Baustelle muss man zusammenarbeiten. Wie gehen Sie mit Druck um? Ich bleibe ruhig und mache Schritt für Schritt. Können Sie Werkzeuge sicher benutzen? Einfache Werkzeuge kenne ich. Sind Sie bereit, Neues zu lernen? Ja, sehr gern. Warum passen Sie zu unserem Team? Ich bin zuverlässig und packe an. Das ist auf der Baustelle wichtig. Ja, das sehe ich genauso. Bewerbung in der Werkstatt. Warum möchten Sie in der Werkstatt arbeiten? Ich mag Technik und praktische Aufgaben. Haben Sie Werkstatterfahrung? Ja, ich habe schon mit Werkzeug gearbeitet. Welche Werkzeuge kennen Sie? Schraubenschlüssel, Bohrmaschine und Messwerkzeuge. Können Sie genau arbeiten? Ja, besonders bei technischen Aufgaben. Wie wichtig ist Sauberkeit in der Werkstatt? Sehr wichtig, auch wegen der Sicherheit. Können Sie technische Anweisungen verstehen? Ja, wenn sie klar erklärt werden. Was tun Sie bei Unsicherheit? Ich frage nach, bevor ich etwas falsch mache. Können Sie im Team arbeiten?
Ja, gute Absprache ist wichtig. Haben Sie Erfahrung mit Reparaturen? Einige einfache Reparaturen kenne ich. Sind Sie bereit, neue Maschinen zu lernen? Ja, auf jeden Fall. Wie gehen Sie mit Fehlern um? Ich melde sie und suche eine Lösung. Können Sie Schutzkleidung tragen? Ja, das ist selbstverständlich. Was ist Ihre Stärke in der Werkstatt? Ich arbeite ruhig und sorgfältig, Warum sollten wir Sie einstellen? weil ich motiviert bin und praktisch denke. Das passt gut zu dieser Arbeit. Danke, das freut mich. Arbeitszeiten und Schichtarbeit. Können Sie in Schichten arbeiten? Ja, das ist für mich möglich. Haben Sie schon Schichtarbeit gemacht? Ja, ich kenne frühe und späte Schichten. Sind Nachtschichten ein Problem? Dauerhaft wäre es schwer, aber manchmal geht es. Können Sie am Wochenende arbeiten? Ja, wenn es rechtzeitig geplant wird. Wie wichtig ist Ihnen ein fester Plan? Ein Plan hilft mir sehr. Können Sie flexibel einspringen? Ab und zu ja, wenn es möglich ist. Wie früh könnten Sie anfangen? Frühdienst ist für mich kein Problem. Können Sie auch länger bleiben? Ja, wenn es vorher abgesprochen ist. Haben Sie private Einschränkungen? Im Moment bin ich recht flexibel. Wie kommen Sie zur Arbeit? Ich komme mit Bus und Bahn. Ist der Arbeitsweg für Sie machbar? Ja, ich habe die Verbindung geprüft. Was ist Ihnen bei Arbeitszeiten wichtig? Fairness und gute Planung. Können Sie mit wechselnden Tagen leben? Ja, wenn ich den Plan früh bekomme. Wäre Teilzeit auch möglich? Ja, aber Vollzeit wäre mir lieber. Danke für die offene Antwort. Gern, das ist wichtig zu klären. Gehalt und Erwartungen. Welche Gehaltsvorstellung haben Sie? Ich würde gern über den Rahmen der Stelle sprechen. Haben Sie eine konkrete Zahl im Kopf? Ja, aber ich bin offen für ein faires Angebot. Was wäre Ihnen neben Geld wichtig? Ein gutes Team und sichere Arbeitszeiten. Kennen Sie unser Gehaltsmodell? Noch nicht genau, deshalb frage ich gern nach. Wir zahlen nach Erfahrung und Aufgabe. Das klingt fair. Wären Zuschläge für Sie wichtig? Ja, besonders bei Schichtarbeit. Haben Sie bisher ähnlich verdient? Ja, ungefähr in diesem Bereich. Sind Sie beim Gehalt verhandlungsbereit? Ja, wenn das Gesamtpaket stimmt. Was meinen Sie mit Gesamtpaket? Arbeitszeit, Team, Sicherheit und Entwicklung. Erwarten Sie schnelle Gehaltssteigerungen? Nicht sofort, aber später bei guter Leistung. Wie wichtig ist Weiterbildung für Sie? Sehr wichtig, auch langfristig. Wäre ein niedriger Einstieg für Sie möglich? Wenn die Perspektive stimmt, ja. Möchten Sie dazu noch etwas sagen? Ich möchte fair bezahlt werden und gute Arbeit leisten. Das ist nachvollziehbar. Danke, mir ist Offenheit wichtig. Wir prüfen das intern.
Vielen Dank. Startdatum und Verfügbarkeit. Wann könnten Sie bei uns anfangen? Ich könnte nach Absprache zeitnah anfangen. Haben Sie eine Kündigungsfrist? Ja, meine Frist beträgt 4 Wochen. Könnten Sie früher starten? Vielleicht, wenn mein Arbeitgeber zustimmt. Sind Sie aktuell noch beschäftigt? Ja, ich arbeite noch in meiner jetzigen Stelle. Warum wollen Sie trotzdem wechseln? Ich suche bessere Entwicklungsmöglichkeiten. Können Sie für Probearbeit kommen? Ja, wenn wir einen Termin finden. Welche Tage passen Ihnen gut? Am besten Montag oder Dienstag. Können Sie vormittags kommen? Ja, das wäre möglich. Wie lange könnten Sie bleiben? Ein paar Stunden wären kein Problem. Brauchen Sie vorher Unterlagen von uns? Ja, gern die Adresse und den Ansprechpartner. Können Sie kurzfristig reagieren? Ja, meistens innerhalb eines Tages. Sind Sie telefonisch gut erreichbar? Ja, am besten am Nachmittag. Können wir Ihnen auch per E-Mail schreiben? Ja, das ist für mich sehr gut. Wann wäre Ihr Wunschstart? Am liebsten zum nächsten Monatsanfang. Gut, das notiere ich. Danke. Probearbeit. Wären Sie zu einem Probearbeitstag bereit? Ja, sehr gern. Was erwarten Sie von diesem Tag? Ich möchte die Arbeit und das Team kennenlernen. Haben Sie schon Probearbeit gemacht? Ja, einmal in einem früheren Betrieb. Was war dort wichtig? Pünktlichkeit, Interesse und gutes Zuhören. Was möchten Sie bei uns sehen? Die Aufgaben und die Stimmung im Team. Können Sie praktische Aufgaben übernehmen? Ja, wenn sie mir erklärt werden. Was brauchen Sie am Anfang? Eine kurze Einweisung und klare Anweisungen. Haben Sie passende Kleidung? Ja, ich kann mich passend vorbereiten. Brauchen Sie Sicherheitsschuhe? Wenn nötig, kann ich welche mitbringen. Wie gehen Sie mit neuen Situationen um? Ich bleibe aufmerksam und frage nach. Was tun Sie, wenn Sie etwas nicht wissen? Ich frage lieber direkt nach. Ist Ihnen Feedback wichtig? Ja, damit ich weiß, wo ich stehe. Können Sie Kritik annehmen? Ja, besonders beim Lernen. Dann planen wir einen Termin. Sehr gern. Ich freue mich darauf. Wir melden uns mit Details. Vielen Dank. Einarbeitung. Wie stellen Sie sich die Einarbeitung vor? Ich wünsche mir klare Erklärungen am Anfang. Lernen Sie lieber durch Zuhören oder Machen? Am besten durch praktische Aufgaben. Brauchen Sie schriftliche Anleitungen? Ja, kurze Notizen helfen mir. Wie schnell lernen Sie neue Abläufe? Wenn ich sie üben kann, recht schnell. Was machen Sie bei Unsicherheit? Ich frage nach, bevor ich Fehler mache. Können Sie sich viel merken? Ja, aber ich schreibe Wichtiges gern auf.
Was hilft Ihnen beim Start? Ein fester Ansprechpartner hilft sehr. Wie lange brauchen Sie, um sicher zu werden? Das hängt von den Aufgaben ab. Sind Sie geduldig mit sich selbst? Ja, aber ich will schnell besser werden. Wie gehen Sie mit vielen Informationen um? Ich teile sie in kleine Schritte. Was erwarten Sie vom Team? Offenheit und kurze Rückmeldungen. Können Sie auch selbst aktiv fragen? Ja, das mache ich. Was ist Ihnen in der ersten Woche wichtig? Pünktlichkeit, Lernen und gute Kommunikation. Das klingt realistisch. Danke, ich möchte gut starten. Wir unterstützen neue Mitarbeiter dabei. Das freut mich sehr. Lücken im Lebenslauf. Ich sehe hier eine Lücke im Lebenslauf. Ja, die kann ich gern erklären. Was war in dieser Zeit? Ich musste mich privat neu organisieren. War das eine schwierige Phase? Ja, aber sie ist abgeschlossen. Haben Sie in dieser Zeit etwas gelernt? Ja, ich habe gelernt, geduldiger zu sein. Konnten Sie sich weiterbilden? Ein wenig, vor allem selbstständig. Warum möchten Sie jetzt wieder arbeiten? Ich bin bereit für einen stabilen Neustart. Ist die Situation heute geklärt? Ja, heute bin ich wieder belastbar. Wie gehen Sie mit dieser Lücke um? Ich spreche offen darüber, aber schaue nach vorn. Was gibt Ihnen jetzt Sicherheit? Klare Ziele und eine feste Struktur. Haben Sie Sorge wegen der Lücke? Ein bisschen, aber ich stehe dazu. Was möchten Sie uns dazu noch sagen? Die Zeit hat mich reifer gemacht. Können Sie wieder zuverlässig arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Warum sollten wir Ihnen vertrauen? Weil ich motiviert bin und Verantwortung übernehme. Danke für Ihre Offenheit. Danke, das bedeutet mir viel. Offenheit ist uns wichtig. Das sehe ich genauso. Jobwechsel erklären. Warum möchten Sie Ihren aktuellen Job verlassen? Ich suche neue Aufgaben und mehr Entwicklung. Gab es Probleme im alten Job? Keine großen, aber ich möchte weiterkommen. Sind Sie mit Ihrem Arbeitgeber unzufrieden? Nicht grundsätzlich, aber es passt nicht mehr ganz. Was fehlt Ihnen dort? Neue Lernmöglichkeiten und klare Perspektiven. Haben Sie darüber gesprochen? Ja, aber es gab wenig Veränderung. Was wünschen Sie sich hier anders? Mehr Struktur und bessere Entwicklung. Warum ist Ihnen Entwicklung wichtig? Ich möchte langfristig sicherer werden. Suchen Sie nur mehr Geld? Nein, Geld ist nicht der einzige Grund. Was ist Ihnen wichtiger? Aufgaben, Team und Zukunftsperspektive. Würden Sie lange bei uns bleiben? Ja, wenn es gut passt. Was muss dafür stimmen? Respekt, klare Aufgaben und faire Bedingungen. Gehen Sie im Guten? Ja, ich möchte fair wechseln. Könnten wir Referenzen prüfen? Ja, das ist möglich.
Danke für die klare Erklärung. Gern, ich möchte ehrlich sein. Das wirkt nachvollziehbar. Das freut mich. Schwierige Fragen beantworten. Warum haben Sie nicht mehr Erfahrung? Ich habe noch nicht alles gemacht, lerne aber schnell. Was machen Sie besser als andere? Ich bleibe ruhig und arbeite zuverlässig. Warum gab es so viele Wechsel? Ich habe nach der passenden Richtung gesucht. Haben Sie schon einmal gekündigt bekommen? Ja, einmal, und ich habe daraus gelernt. Was haben Sie daraus gelernt? Bessere Kommunikation und frühere Rückfragen, Warum sollten wir ein Risiko eingehen? weil ich motiviert bin und mich beweisen möchte. Was passiert, wenn Sie überfordert sind? Ich spreche es an und suche Unterstützung. Sind Sie wirklich belastbar? Ja, solange Aufgaben und Erwartungen klar sind. Was war Ihr größter Fehler? Ich habe einmal zu spät um Hilfe gebeten. Wie würden Sie es heute machen? Ich würde früher nachfragen. Was mögen Sie an Arbeit gar nicht? Unklare Absprachen machen es schwierig. Können Sie damit trotzdem umgehen? Ja, wenn man darüber sprechen kann. Sind Sie manchmal ungeduldig? Ja, wenn Dinge unnötig stehen bleiben. Wie kontrollieren Sie das? Ich bleibe sachlich und frage nach Lösungen. Danke, das war offen. Danke, ich möchte ehrlich antworten. Gespräch höflich beenden. Wir sind fast am Ende des Gesprächs. Vielen Dank für die Zeit. Haben Sie noch eine letzte Frage? Ja, wann kann ich mit einer Rückmeldung rechnen? Wir melden uns Anfang nächster Woche. Das ist gut. Vielen Dank. Wie war Ihr Eindruck vom Gespräch? Sehr positiv und angenehm. Was hat Ihnen besonders gefallen? Die klare Erklärung der Aufgaben. Haben Sie weiterhin Interesse? Ja, auf jeden Fall. Könnten Sie sich die Stelle gut vorstellen? Ja, ich denke, sie passt gut zu mir. Gibt es noch offene Punkte? Im Moment nicht. Möchten Sie noch etwas ergänzen? Nur, dass ich sehr motiviert bin. Das haben wir gemerkt. Das freut mich. Dann bedanken wir uns für Ihr Kommen. Ich danke Ihnen für die Einladung. Wir melden uns so schnell wie möglich. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen, Frau Müller. Auf Wiedersehen. Das Gespräch ist damit beendet. Vielen Dank und einen schönen Tag. Rückmeldung und nächster Schritt. Guten Tag, Frau Müller. Hier ist Herr Schneider. Guten Tag, Herr Schneider. Haben Sie gerade kurz Zeit? Ja, natürlich. Ich rufe wegen Ihres Gesprächs an. Vielen Dank für die Rückmeldung. Wir fanden das Gespräch sehr positiv. Das freut mich sehr zu hören. Das Team hatte auch einen guten Eindruck.
Das ist schön. Wir möchten Sie zum Probearbeiten einladen. Sehr gern, das freut mich. Hätten Sie nächste Woche Zeit? Ja, grundsätzlich schon. Wie wäre Dienstag um 9 Uhr? Dienstag um 9 Uhr passt gut. Bitte bringen Sie bequeme Kleidung mit. Mache ich. Danke für den Hinweis. Sie melden sich am Empfang. Alles klar. Dort fragt man nach Herrn Schneider. Das notiere ich mir. Haben Sie noch Fragen? Nein, im Moment nicht. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, ich freue mich darauf. Vielen Dank, Frau Müller. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.